What's going, my boys and girls? Willkommen zurück zu Professor Plays Fallout New Vegas mit Raffi. Yeehaw. Und Katzen, die ihre Pfoten aufs Keyboard hauen. Und ich denke, es ist endlich Zeit. Wobei wir können doch das bisschen mehr Worldbuilding Ja, in Westside machen. genau. Wir sind genau in der Westside von den Outlier-Gebieten also außerhalb vom Strip, also der befestigten Reichenzone. Und du hast gesagt, hier gibt's eine Noch Handvoll eine Sache. Quests. Äh, Nicht wirklich, eher ein bisschen interessantes Worldbuilding. Okay, Oh, den For Throne können wir uns dann auch gleich holen. was können wir uns Als holen? Map-Marker. Den Throne. Äh, Wenn du noch einmal zurückgehst, da war direkt der Ausgang. Da. Ja, Ah, da. Thorn. Ich hab Throne verstanden. Und beachte übrigens, da war tatsächlich ein Garten, wo Essen angebaut wurde. Ja, ja. Zum Thema. Ah, Thorn, das war dieses. Das war das mit Viecher, irgendwas mit Genau, das Viecherkielen und Ding spielen Das ist und. die Combat Arena, New Vegas, in paradise der for my ass. wir einerseits selber kämpfen können. Auf der anderen Seite gibt es dafür eine Questreihe, mit der wir deren Belohnung ist eine spezielle Schrotflinte, also eine spezielle Variante der Hunting Shotgun. War das die Chefin Also, da? das war die Chefin, genau. War das nicht auch, I wenn man alle remember if I've klassisch seen you so here before. RPGs für I'm junge sure Männer, of wenn man it. alle Quests What macht, do you schläft sie want? mit einem oder so? Jupp. Ich habe vage Erinnerungen. What What The is is clan this this of place? place? bloodthirsty crowds reaches every corner of the wasteland. But I'll pretend that your ignorance doesn't offend me, stranger. This is the Thorn. Here's where the strong make a name for themselves, and the weak are fed to the jaws of hell. The Jaws You of can ban the Hell. pretenders. Or, if you have what it takes, be one of the contenders. Be warned. The Thorn demands respect. Break the rules, Content, or offend how me to be in any way, contented. and I'll gut you open for all to see. Gutting, how nice. Ich Hm. glaube, wir müssen mehr tell me more about the Thorn. What do you want to know? How do you train the creatures? Even if I trusted you, I'd not share my secrets just for your pretty face, stranger. The Thorn's Aw. a sacred ground, a source of awe. Here we truly rule over the forces of nature, for once. These beasts are slaves to their instincts and hunger for blood. That's a good enough answer for everyone. And it'll do for you, too. Ah ja. Please tell me how you find these creatures. Our creatures come from the farthest reaches of the wasteland. The Thorn takes care of them until the time to spill their blood comes. We constantly replenish our stock to keep this holy ground soaked red. Only a few brave ones ever earn the honor of serving the Thorn. How could I help the Thorn? Think you have what it takes? All right. Prove your worth, and I'll reward your service. The Thorn needs newborn specimens that will one day grow to honor us with their blood. Ah, wir müssen Eier klauen Bring me gehen. a dozen giant mantises' Yep. eggs. If you Und accomplish this, I might gift you with greater tasks in the future. Haben wir die schon aufgehoben oder? nein, die sind Okay, wo? genau an You'll einer find egg-carrying Location. mantises Und in an the der Location, wasteland. die du But a einer der wise hunter Location, die would du am search the meisten hassen mantis' wirst. breeding ground, Ah like the ja. nearby ruins of Vault 22. Mach mal. So, Wenn ich mich Äh, richtig ich habe mir jetzt gerade gedacht, eigentlich mich würde es nicht wundern, wenn wenn das Konzept einer Arena, die verdächtig wie ein Kolosseum ausschaut, ursprünglich, warte mal, da nicht gerade reingekommen, ne? Ah, da, ja. ursprünglich im Caesars Legion-Bereich angedacht war und dann hier verschoben wurde. Das wirkt für uns schon ein bisschen arbiträr. Das wäre durchaus eine Möglichkeit,
wenn es nicht die Option dafür im dieses Legion Camp geben würde. Ach so, ja. Da habe ich keine Erinnerung mehr. Ja, wenn wir wieder in Westside reingehen, ich würde gerne in eine Location reingehen. Der Pawnshop war ja Miguel's in... Pawnshop ist perfekt, weil... Nein, nicht Miguel's Pawnshop, sondern... I kind of Wiederum? like being a farmer. Wo? So, ich habe dich nicht Echt? verstanden. Wenn du dich vor Miguel's Pawnshop hinstellst oder auf die Tür schaust, dann rechts. Da Apartmentskasse Madrid, da bitte rein. Ah, das mit... Das Bordell. Genau, und da möchte ich eigentlich nur mit einem Charakter reden und sie steht eh schon da. Welcome to the Casa Madrid. If you got an itch needs scratching, you came to the right place. Just watch how you treat the merchandise. Ja, sehr freundlich. Who's the merchandise? 3 flavors to choose from: Sweetie, Maud, and Jimmy. Sweetie's the house favorite for reasons that should be obvious. Maud is what you might call the discount rack. She's what a customer wears if he doesn't have the caps to afford Sweetie, or just likes them old. Sehr freundlich. Jimmy's more of a specialist. I only hear good things. Hätten wir den auch rekrutieren können für das Nein. Wrangler Quest? What do you do around here? I look after the only reasons anyone would want to spend any time here. I'm a pimp. All Marco does is collect rent and take a small cut of my action. He sure as hell doesn't clean the rooms. You're not one of the merchandise? Most of my body is scarred all over, like a ghoul. Nobody around who'd want to screw that. No, I just run things. How did you Ah ja. badly? We don't talk about that. Next topic. Das... Ich weiß Das hat nicht, was mit wie den man- Fiends zu tun, oder? You know where Ja. to find me. Mit dem Fiend, den ich am meisten hasse, Kuckuck. Sollte es mit ihr noch was gehen, oder? Nein. Also ich weiß nicht. Ich glaube schon, aber um das kurz zu fassen. Wie weit sind wir schon im Video? 8 Minuten. Schaut aber hier rein in die 2 Westside Female Core. Characters im ganzen Spiel, von denen man weiß, dass Kuckuck sie vergewaltigt hat. Ah, und da kann man Oh. sie... Genau, und die sind einem dann dankbar, wenn man ihn umbringt. kann einen Closure verschaffen. Hi there. Mit Welcome to Gewalt, West was das Einzige ist, was man in diesem Wait Spiel and machen see kann. Let me know if you have any questions. Einer kannst du sogar, es gibt sogar eine Quest, bei der du Ja. einer tatsächlich hilfst. Immerhin. Dem Ding, man schickt sie dann tatsächlich in Therapie und so. Erfrischend, non-violent, aber ja. Mhm. Ja, nicht unbedingt. Das sind die Spiele, wo man sagen muss, sie haben es probiert, auch wenn es noch nicht die beste, Mhm. das beste Ja. Handling von so einem Thema ist. Ich würde jetzt gern nach New Vegas reingehen, außer du möchtest die Quest schon erledigen. Na, mach mal. Zum Strip sollte man. Da war da. Ah ja, gehen wir einfach Genau. vom. Northgate? Ist das Northgate? War das Strip nicht? Achso, der Strip ist auf dem Stückel, okay. Genau. Die Gunrunners sind nicht beim Strip. Ja, aber das Strip Point ist noch nicht freigeschaltet. Doch, ist Doch. freigeschaltet. Aufgeht. Ja, das ist schon wieder Wochen her. Ah ja, stimmt, da waren wir schon mal. Ja, der Security wird uns aufhalten, aber den Credit-Check werden wir schaffen. Mach mal einen Hard Save. Das war nämlich das Lustige, als ich das erste Mal gespielt habe und ich schlecht Englisch konnte und den Robotern nicht zugehört habe und nicht wusste, was ich von mir will. Und einfach nur, oh, ich muss Quest machen, um reinzukommen und habe mir dann den Pass vom King geholt. Robot, let me past. Ja, das ist tatsächlich was man als Science machen Ja. kann. I submit to the credit check. Thank you, sir.
Ah ja, wenn man Geld mitbringt, um es zu verspielen. Genau, das ist der einzige Sinn dahinter. Ja, und sonst tun wir vermutlich an einigen Stellen so Geld. Ich vermute, wenn du über McCarran reinkommst, geht's auch, oder? Ja, So, jetzt erwarte ich mich von 70.000 NPCs angesprochen zu werden. es sollte Lucky. nur einer sein. Howdy, partner. You've come for a piece, haven't you? Welcome to New Vegas. Victor, what are you doing here? Das ist aber Victor, der aus einem anderen Roboter rausspricht, oder? Und nicht der genau selbe, aber es könnte beides sein. Potenziell ja. Consider me your personal welcome wagon. Now hear this. The head honcho of New Vegas, Oh yeah. Mr. House, is itching to make your acquaintance. Überraschung. Just head for the Lucky 38. It's the big old tower shaped like a roulette spinner. Jetzt wird auch, glaube ich, wieder ein bisschen Story-Tenser, weil sind wir doch ziemlich viel bei den Outskirts rumgerannt. Genau, also jetzt werden wir uns mehr mit der Main Quest beschäftigen. Spielt vermutlich eh Genau. keine Rolle, welches wir nehmen, oder? Eben, es ist wurscht, es beendet jetzt alles das. Don't you dawdle, little. Ah ja, der war noch darauf geschaltet auf ein Security, ne? Your commanding officer after this. Why do they call it a monorail? Okay. It's a train. Ja, Buffing, I have a mind to throw you all in a Military Police und willst du Shockstaff. direkt reingehen? Willst du den Ja, machen wir das. Bounty Hunter Das von- Trip ist eh auch in 2 Teile gegliedert, oder? Look alive, guys. Das war das. Zwei Teile. Da war das Gomorrah und. Ja, I swear the monorail. Ja, machen wir das gleich. Ich mein, ja. willkommen zu Also- viel Dialog. Well, howdy, partner. Good to see you again. Boss is waiting for you upstairs, so get a move on. Thank you, Victor. Bla bla bla. No problem. Bla. Bleibt die automatisch zurück oder muss ich ihnen sagen, dass sie sich schleichen sollen? Die kommen semi mit. Wir schauen einfach, was passiert. Ah nein, sie bleiben tatsächlich draußen, aber wir können dann nachher alle Companions im Lucky 38 abladen. Denn da haben wir auch schon wieder ein Companion Terminal. Da merkt man wirklich, dass Victor Where to, transferable ist. partner? Penthouse. Ja. Penthouse floor. Oh, another Security von computer. da. Well, hello, Sugar. Mr. House is waiting for you in his office. Who are you? I'm Jane, one of Mr. House's girls. We keep him entertained. We don't get many guests lately. Perhaps we can entertain you as well. It was planned. Yeah. What's with the Snow Globe collection? Not many people know this, but Mr. House is one of the world's biggest collectors of antique snow globes. If you happen to find any out in the wasteland, you can bring them to me, and I'll add them to his collection. You'll get a reward, of course. In fact, one of Mr. House's favorites went missing when we moved the collection. If you have a look around the Lucky 38, you might even find it. Ja, es kann auch der sogar direkt sagen, wo der ist. Aber laden wir schon mal die ab, die wir haben, oder? Genau. Also den einen. You do? Why, that's just wonderful. I'll take them and put them with the rest of the collection. Ja, wir haben gerade 40.000 Caps dafür bekommen. 4000, oder? 4.000, ja. What kind of robots? Oh no. I'm a Robco PDQ 88B Mark I Securitron, you silly goose. We're the finest in personal civil robotic security on the market. Ich möchte übrigens anmerken, sie sagt Robco und da steht HH Tool Company drauf. Werden wir dazu noch was erfahren irgendwann einmal, was mit den Companies auf sich hat? Und wir haben dann einen Mr. House und HH Tools. Du meinst, weil sie alle Subsidiaries von ihm waren? Da war doch die Geschichte, dass er irgendwas mit der Familie hat, dass er deshalb HH Tools machen musste, um sich dann wieder bei Robco einzukaufen oder so, werden wir schon noch sehen. So, der jetzt Mr. aus. Er hat This Robco meeting has been a gegründet. long time coming, hasn't it?
Ja, und dann haben sie ihn doch. Oder war es andersrum, dass er Robco gegründet hat, weil sie ihn bei HH-Tools rausgeschmissen haben? Kann auch sein. Naja. Now that you've reached your destination, what do you make of what you see? Ich gehe da immer am liebsten mit I prefer the Wasteland, to be honest. Whatever you say. Ich meine, ich bin immer mehr der City-Dweller, aber. You aren't going to ramble on about the virtues of life out in the wastes, are you? It's a desert, you do realize. Ja, aber da geht ihm keiner A am Arsch. radioactive desert where humans subsist in a barbaric state. Difficult to glorify convincingly. They are, however, aptly named. For that's what you'd be out there, wasted. Here on the strip, your talents can be put to Hat sich der Schreiber sogar Mühe gegeben. Mr. House ist einer der geschriebensten und voiced Characters, die ich kenne. Wobei schon bei der Okay. Thorn-Typin sich die Voice Actress ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. What are you talking about? I'm just a courier. Oh, don't be coy. You've been playing a high-stakes game ever since Victor dug you out of the ground. Did we? Don't be afraid to admit it. Let's get down to business. Then. To defeat Legion. Ja. Könnte man überhaupt wirklich liefern hier oder ist das so einer, lässt sich nicht weg? Ja, Vermutlich. kann man. Ja. Is this. One of my employees has stolen an item of extraordinary value from me, and I want it recovered. Simple enough. You want the chip back. Ja. What do you propose? My only concern is the recovery of the platinum chip. What happens to Benny, I leave to your Benny, discretion. den suchen wir When you da. bring the chip to me, I will pay you 4 times the delivery bonus stipulated in your contract. How's that? $1 Million. Okay. Jawohl, können wir ihn noch annehmen. Genau, können wir ihn annehmen. Well enough. Return to me when you have the platinum chip in your possession. Any final matters for us to discuss? Jetzt könnten wir ihn theoretisch alles abfragen. Ja, machen wir an der Stelle die Mittelkurzfassung. Okay. Ja. Where is Benny? Ja. Be easy. Benny is always surrounded by at least 4 bodyguards, except when he's in his private suite on the 13th floor of the Tops. Damit wissen wir, ob wo er ist. Chairman, Warum nehmen die Chairman nicht die Orders? It's more Ja. complicated than that. The chairmen share what you might call a tribal affinity. Look for a man named Swank, Benny's second in command. Ja. He's always Also been die a Casinos sind eigentlich Tribes, die er da eingefangen hat. Do your best to Ja, convince was der him Grund that ist, you're warum working eines under my der auspices. Casinos If you have evidence Probleme of mit Benny's Kannibalismus hat. crimes, show it to him. Ja, das ist der Rest ist eh wurscht. Das sind dann wieder Ja, spezifische Sachen, die auf Shoot and Talk rauslaufen. Talk about something else. Wir haben eh alles, was wir brauchen. Who are you? Na bitte. I am Robert Edwin House, President, CEO, and sole proprietor of the new Vegas Strip. I oversaw the city's renovations starting from 2274 onward. The 3 families are my employees. Before the Great War of 2077, I was the founder, president, and CEO of Robco Industries. Hast du recht, a das war vast so rum, computer ja. and robotics corporation. You're fit to be a computer, not a man. Ich meine, also, sagt er ist 200 Jahre alt. Über 200 Ja. Jahre alt. 250 Don't let the mindestens. video screens and computer terminals fool you. I'm flesh and blood, not silicon. Man beachtet den Unterschied Silikon und Silikon. Ah, ja. Lifespan you're claiming is impossible, except for ghouls and super mutants. I see you've made a study of the topic. My knowledge of the science of longevity would fill several textbooks. Perhaps after a decade or 2 of economic reconstruction, I can commercialize these technologies and offer them to others, such as yourself. Ah ja. The Carrot of Immortality. Aber ich XP dafür gekriegt. How did you stay alive all the Let's just time? say it Bla was bla bla. very
underestimate the sacrifices longevity entailed, financial and otherwise. Ja, den ja, Rest hören wir uns ein anderes Mal an. Gut, also wir Die- wissen, wir haben einen Semi-Immortal Tech Genius. Ah ja, so, wo ist jetzt das Snow Globe? Ah ja, ich glaube, mit dem Terminal der könnte ist man. unserem, genau, mit dem Terminal. Kommt man dann zu und ihm, dann- wenn man das möchte. Wie man sieht, er hat seine eigenen Sachen ausgestellt. Die ganzen Protectrons von Robco. Und er war einer der, nachdem er sich selber um seinen ganzen Immortality-Kram gekümmert hat, das ist übrigens ein Haufen Pre-War Money unten im Casino, Ja. ist er der einzige, also hatte er Glück. Es gibt in Fallout dann noch einen anderen, Millionär oder so, ja, der mit der US Army kooperieren musste für Longevity Technology, was dann nicht so gut funktioniert hat. Und du bist perfekt an der richtigen. Stelle für den Snow Globe vorbeigegangen. Nein, die Snowglobes sind in unserem Apartment. Ne, aber der eine, der hier noch verstreut ist. Der ist Der ist im unten. Restaurant. Okay. Wir müssen jetzt zu Victor. Ja, Der zeigt uns Aussicht kurz und die Dings. Good Sweet. Congratulations, partner. The boss has instructed me to come you to the High Roller Suite. You can bring your friends too. Be like a little clubhouse for the gang you put together. Just bear in mind, you're the only one gets to see the boss. Any friends you got, they can wait in the suite. Enjoy the digs, partner. They're plenty fancy. In der Cocktail Lounge ist der Snowglobe jetzt. Okay. Der ist hinten bei einem der Cash Register um die Da. Da war er. Das ist bei den Zapfhähnern. Ah, die Cash Registers. Ah. Aussicht, hier hat natürlich was, wenn man mehr Aussicht hätte, aber Die Aussicht hier ist natürlich besser. Ja. Penthouse war der Dings, wenn man noch das. Eins, ja. Well, hello, sugar. Residential Suite ist unseres. I have got a snow globe for you. Goodbye. Ja, ich meine, die Snow Globes sind das halt hier das Equivalent. Achso. In der Suite können wir schon mal Zeug abladen. Ja. High Roller Suite. Ich weiß nicht, wo wir dann mit Victor reden müssen. Was wir alles haben. Schau, wir haben Genau. eine Badewanne und hier könnte vielleicht sogar tatsächlich Wasser rauskommen. Ne? Mhm. Das Licht ist ein bisschen dim. Er hätte schon Bilder mit besserer Auflösung kaufen können. Ne? Ja. Ja, Es schaut fast wie die Tranquility Lane her. Bei dem Terminal können wir Müll kaufen. Upgrade Suit. Kauft das Terminal auch Zeug? Ja. Ja, bisschen. Okay, es ist dann wurscht, aber gut. Ah, wenigstens auch in kleineren Inkrementen, das war letztes Mal gut. Genau. Ja, aber ey, das ist doch. Computer geht nicht. Neues Zimmer, Frechheit. Nice. Ah ja, damit kann man im Vergleich zu dem, was wir sonst bisher hatten, ne? Also er muss auch, ja, er stimmt dir zu, dass was. Ja. Genau, hier sind die. Testzeit, no prep. Die drei, also auf dem Regal über dem würden 3 Snow Globes von den DLCs hinkommen. Nice. Ah, da gibt's noch. Ja. Genau. Also 7 haben wir noch zu finden. Ich habe die tatsächlich alle einmal gesucht, weil es für die ein Achievement gibt.
sie sind wesentlich besser Ja, untergebracht als die. Snowglobes Aber kann man ich- gerne machen und das sind auch nicht so Ja. viele. So. Da So, muss ich ehrlich sagen, haben sie eine bessere Balance getroffen. sogar Nüsse. Eine Cactus Fruit. Gibt Muss es aber noch eine immer Werkstatt hier? sagen, ja, wenn du die Küche upgradest. Das ist das Nice. Gästezimmer. Nice, da passen einige NPCs rein. So, wo lagern wir unser Zeug, ist halt die Frage. Ich lager's immer vorm Main Bedroom. Da hast du sie Crafting Locker 1 und 2. Ich versuche hier nur... ist alles sehr... Leggy. Ja, das liegt daran, weil es übers Terminal funktioniert. Wenn ich das Terminal zumache, geht es dann besser. Dann sind ja, das sind Weapon Trunks, Workbenches. Ich würde das alles auch eher nur für Completionist's sake kaufen. In einem der DLCs kriegen wir eine viel bessere Station für das alles. Ja, aber ich finde das schon okay zum Zeug abladen. So. Weil man doch einen Haufen Klumpert. Wird zum Beispiel alle Waffen loswerden. Misk wollte ich mal ausmisken. Ja, das Dinky Toy. Die Das haben kein Gewicht. Dinky Toy geben wir dann schon irgendwo sichtbar hin. Ne? Ich hätte das für eines der Puma Kits aufgehoben. Journal können wir weggeben, Metal Spoon können wir weggeben, Yeast können wir weggeben. Da ist immer das Problem von, ja. Kann man eigentlich in der Küche was kochen? Ja, nein. Also nicht in der Küche, aber in der DLC-Küche dann schon. Iguanos, Stick können wir weggeben, Mais können wir weggeben. Das genau. Ich würde einfach prinzipiell alles weggeben, was Gewicht hat aus dem Aid. Wie auch das Nuka-Cola Quartz. Ja, soll das ja mal verwenden und diese Sachen. Versuchen wir mal mehr von dem Zeug zu verwenden. Und wenn wir durch die. Für das, was wir vorhaben, ich will ja Honest Heart anfangen, sobald wir mit dem Strip fertig sind, also für jetzt fertig sind. Okay. Und da gibt es eine Gewichtsbeschränkung. Wie viel du mit... Ja, da kann man noch was abnehmen, aber ich würde sagen Sachen. Das ist einmal wichtig, Weapon Trunks. Das andere Zeug würde ich eher hier reinlegen. Atomic Cocktails brauchen wir keine für das, was wir dann machen. Für den Kampf gegen Fiends und sowas wird es praktisch sein. Ich würde dann noch einmal vom DLC extra packen. Die Sugar Bombs hätten wir. Die geben jetzt EP, nice. Ja, Zuckerschock, haha. Plötzlich haben wir Gewicht im Inventar frei. Ja, so. Ja, Also Waffen nehmen wir jetzt mal. Da könnten wir auch noch. Ja, nur die Piste. alles bis auf die Shotgun weg.
Muss ich gleich noch ein paar Sachen. zum Verkaufen. Ah ja, jetzt können wir ein bisschen was wegklicken. Chopper würde ich auch weggeben. Eine Nahkampfwaffe dabei haben wir schon. Geil, finde ich. Persönlich. Ich glaube, damit sind wir auch safe fürs DLC mit den 50 Pounds. Wir kommen dann wieder nochmal her. Wir Where müssen to, ja. partner? Ja. So. Wir haben noch den ins Casino. Ich würde jetzt auch nicht Casino großartig floor? das Casino erkunden, obwohl da wie einiges an Cash rumliegt. Echt. Ah ja, der hat sich einfach entschieden, sein Casino nicht so zu machen. Das ist so ein Ort, der so ausschaut, wo noch ein Büchlein rumliegen könnte. Hm? Oder nicht? Überall die Cheat. Oh, war da gerade ein Safe drin. Holy shit. Oh. Muss ich nicht Ist alles clean picken, aber die Saves sind schon einträglich, wenn ich mir das da anschaue. Ja, voll. Beim Bobby Pins, nice. Oh, Munition, nice. Ich schaff's immer aus what's its name? Nicht genau Dead Money mit einem, obwohl einem alles weggenommen wird, einem Plus von gefühlt 70 Bobbypins rauszugehen. Gut zu Hey, know. you there. I have a message for you. It's Aha. from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Siehst du? NPCs kommen nicht alle auf einmal, sie kommen nacheinander. Es wäre sonst noch awkward, wenn einem. Ja. Bla bla bla. Bla bla bla, wir sind cool, die anderen nicht. Kommt zu uns. Bla bla bla. Embassies outside of Vegas Street. Genau. Ja. Das ist dann, um die NCR-Storyline zu finishen. Jupp. Man kann. Muss ich hier wieder sagen, follow me? Ja, Ja. follow Aw, me. just when the sta- Man kann tatsächlich zu. That one must be important around here. Aber du musst für die NCR-Questline tatsächlich. Alles klar, was da drin passiert. Was muss ich für den NCR-Questline? Kannst du einfach auch am Ding vorbeilaufen. Also du brauchst für die NCR-Questline den Platinum-Chip nicht. Das ist das It's hard to Wichtige. sleep in this place, I tell you. Last Stimmt night, eigentlich, die girl interessiert knocked das on my nicht. door all night. Ja. Finally, I had to let her out. What? My cousin and his wife are a fastidious couple. She's fast and he's hideous. Ha-cha-cha. Hey, come on, pal. I'm trying to put on a show here. You're welcome. Just All right, then make it snappy. kid. Who are you? The name's Knight, Billy Knight. And this here's what a lifelong career in comedy will get you. Oi. standing on a street corner in the middle of nowhere. That's exactly my point, kid. Exactly my point! How long have you been doing comedy? If you believe my mother, since she first laid eyes on me, first thing she said was, "Boy, that's a funny-looking kid." I guess I got a face only a mother could love, because no one else would give me the time of day. Hey, maybe you can help me. See, I can never tell when it's lunchtime. So you're Looking for a big break, Better than yeah. shot. Less chance of lead poisoning. Hey, if you know any gigs hiring, I'll work cheap. Real cheap. I'll take peanuts. I'll take the shells. Werden wir das sicher noch brauchen, oder? Ja. Ja. Okay. Also Da wir ist das Radio. Mhm. Da Also wir haben ist. bis jetzt getroffen einen Gitarristen. Ja. Ultralux, das war das mit den Kannibalen. Genau. Einen weiteren Sänger. Und Welches jetzt ein ist das? Comedian. I wonder.
Welches war das? War das das? Hops? Ja, Ah ja, das da war müssen wir dann das storymäßig hin. Ich will Können wir jetzt dann den sowieso- Radio-Host treffen? Nein. Oh. Es wird auch vermutet, dass Mr. New Vegas eigentlich nicht existiert, sondern eigentlich auch eine KI von. Hauses, würde mich auch nicht wundern. Ja. Angesichts dessen, dass da die Aufsicht steht. Hello. Und ein NCR-Trooper im Radiosender drinnen sitzt, okay. Weil I bet das it die feels real Embassy nice ist. to be carrying those weapons around on the strip. That damn Mr. House has forbid any NCR military personnel from carrying any sort of firearms on the strip. Well, except for Captain Pappas. Mr. House still doesn't trust the NCR. A word of advice. The Securitrons won't put up with any funny stuff out there, so don't do anything stupid. This your first time on the strip? Yeah, no. Yes, it is. Well, it's time to pop your Vegas cherry, friend. I'm sure you'll have a blast and be drunk and capless in no time. I can give you a bit more information about... Why do I care about that? Entweder das oder das ist das Terminal, wo man ankommt, wenn man von Ding kommt. Weil, du meinst, da kommt die Monorail Ja. an, ne? Da kommt die Monorail an. I was die not... Leute werden, weil du zur Monorail gegangen bist, ohne eine NCR-Kleidung zu tragen. Ich bin da... Darf ich das Spiel laden? Ach, das war die andere. Ah ja, Blödsinn, ich auf die andere Taste gehämmert. Okay. L wie B, wie die nicht Radios und die Mono... Warum höre ich eigentlich, wie das ein Radio ist? Also die Monorail Station, okay. Ja, aber ich hätte im Anfang erwartet, dass sie sagen, don't touch the door zuerst und nicht anfangen mit Bam, Bam, Bam. Arschlöcher. Baldur's Gate 3 hat mich vermutlich gespoilt. Okay. Ja, ich würde sagen, in dieser Episode sind wir sehr erkundend. Ja, da gibt es dann noch Vault 21. Was hat es wohl mit einem Vault auf sich? Michelangelos, dann habe ich keine Erinnerung mehr, was das sein soll. Das ist relativ lustig, da gibt einem eine Kamera und schickt einen auf eine weitere Fetch-Quest. Fetch Quest. Also er hat tatsächlich eine relativ kreative Fetch-Quest, weil Sollte schon da sein, oder müssen wir durch die ganze Fabrik durch? du musst durch die ganze Fabrik durch. Da bleibt er nicht zu halten. Weil das ist von Michaels. Hi. What can I do for you? Evening. Who is Michelangelo? He's the reason the strip shines like a star at night. Ah. You can build every sign, billboard, and light you'll see around here. Where can I find Michelangelo? Check out the back of the shop. He's usually working there. Man definiere back of... Back of the shop. For fuck's sake. Nein. So. Da war auch noch, also... Wie beschreibe ich, dass du in den Teil da hinten auch noch rein kannst, weil du da hinten auch noch eine weitere Tür ist. Ah. Wahnsinn. Du warst Sheldon übrigens White. detected. Bei? Der schlafenden Person. Schau mal, was passiert, wenn wir aufwecken. Sheldon Weintraub, also das ist sein eigener Name. Ja. New Message von Sarah. Ah, das ist der Bruder von der Typen aus dem Bunker. Jupp. Bla bla bla. Bla bla bla, darauf gehen wir dann ein, wenn wir mit ihr sprechen. Oh, hello, I am Michelangelo. How can I... wait. Are you here to deliver more billboard requests? Please tell me you're not a messenger on behalf of Mr. House. No, I'm not here for anything like that. Who are you?
That's great to hear. Really great. I'm Sheldon from Vault 21, although here I go by my artistic name, Michelangelo. So what brings you here? An artist, rare to things to see. What's his story? Well, not much, really. Vault 21 was my home. My dear home. I left it to explore the Hat's outside ein world. Building At first it was a weitergeschafft. marvel to behold. My inspiration flowed true, and its works caught Mr. House's attention. And that's how I ended up in this place. What's wrong? Blah, I blah, feel blah. haunted by something terrible. Working in such a huge workshop often makes me shiver. I can't even leave the strip. Is the fear of the outside world draining your inspiration? Yes, I think so. But please, keep quiet about it. Without inspiration, I'm as good as a tumbleweed drifting in the barren wasteland. Gomorrah-Phobia, ja. Yeah. Why don't you pack up and return to Vault 21? So we don't Wouldn't sit that be on great? it No, is. Mr. House filled it with concrete. Only a few rooms and halls remain. My sister was able to turn them into a hotel. Die Konkurrenz ausgeschaltet sozusagen. Ja, okay, what's the It's problem It's with the this request? place. Blah, blah, My blah. inspiration ebbs and I don't know how to stop it. Oh, I can't feel the warmth anymore. Wir können ihm nicht wirklich beim Quest helfen, oder? Ja, ich bin auch gerade seltsam, warum er uns das nicht anbietet. Vielleicht brauchen wir irgendwie mehr Reputation, müssen später wiederkommen. Den halt nicht. Es ist meistens nie eine Sache. Eher so, wir haben nicht die richtigen Worte, nicht den richtigen Dialogpath gedrückt Oder den sowas. falschen Skin Chain. Yep. Ah, kommt man auf der Südseite gar nicht rein? Ich hätte mir irgendwie eingebildet, die Nein. Südseite. Ach so. We won't go quietly. The Legion can count on that. Da merkt man, was 10 Jahre altes Halbwissen wert ist. Wenig. Genau, also Vault 21 ist, als ich richtig verstanden habe, House hat den Bunker in einer Wette gewonnen und ihn dann mit Concrete angefüllt, damit Leute nicht Zugang zu Advanced Technology haben oder so. Vielleicht müssen wir erst mit seiner Schwester reden, Hi, ne? I'm Sarah Weintraub. Welcome to the finest vault hotel in the whole world. The only. What kinds of things do you sell in the gift shop? I have all sorts of things. Vault souvenirs, vault wares, vault machines, vault mementos, and vault suits. And, well, lots of other vault things, too. Sehr wohl, Tiffany, ja? Was haben wir? Okay, I got these great lunch boxes. They're super. What about a vintage Vault-Tec toy car? Or... Sarah, do you actually have any Vault gear? Okay, I do, but who wants a lame sensor module or a nitrogen canister anyway? Was ist mit den All Lippen popular seltsam? stuff has been sold, especially the vault suits. I need to find more because people buy them like hotcakes. Vielleicht irgendein Lightning Leather Problem. suits are good times. Thinking about that just blows my top. You know, leather is my specialty. Unzip it, heat it, and rub the shine onto it. Really? Well, I don't even know what to say to that. I also have no idea. Goodbye. Ah, wir waren da halb in einem Quest-Dings. Good to see you again. Are you the owner? Ich glaube, das wird Well, vielleicht It mal... is my vault, all right. I mean, yeah. That is, no. I take care of it, but I suppose you could say that it belongs to Mr. House. What does Mr. House have to do with Vault 21? Mr. House has everything to do with Vault 21. He tried to get us out before he filled it with concrete. I almost went ape. So we convinced him. Okay, Sheldon and I, right? We convinced him to leave the top level mostly intact. Why did he fill the vault with concrete? I don't know. Maybe he didn't want anybody sneaking around down there.
My vault runs deep and wide. It's filled with corridors and rooms that go far. What gives them the right to screw us with the royal shaft anyway? So we saved New Vegas. Woohoo! Now scram and let us go on with our lives. Sheesh. Other I would like- things, okay. You run the Yeah, you place. gotta dig what I did with it. Looking as good as it should? Almost. You miss the you miss old the It old was bustling days. with activity. We all knew each other so well. You see, the vault kept us all even. It's all symmetry and windows down there. We solved any quarrels through gambling. Lady Luck cast no eyeballs, you know? So, nobody shafted anyone else. Yeah. Ah, Notice Mitchell. Mitch? You mean Molebutt? I hadn't thought about that name in a long time. I was just a child and he had a big mole in his rear bumper. You understand, kids and all that. Everyone knows about each other in a vault. There's no other way. I hope Mitch is doing well. Yeah. Mr. Yeah. Ortiz, lot of Sure. business, We blah get blah loads blah. of NCR cubes these days. A stray Brahmin Baron once in a while, and recently circled couples shining big rocks on their fingers. Ich würde das eigentlich lieber gern beenden, endlich in Okay, die Tops siehst- reinzugehen. Okay. So, ich hätte auch gedacht, man kann bei irgendeinem Quest Okay, triggern see- oder sonst was erreichen, aber Ja, kann man. ja, alles okay. Die erste Aber- NCA-Botschaft heben wir uns auch auf. Okay. Aber Volt zu zanken ist nicht wirklich das, auf das ich Lust habe. Ah ja, wenn man Volt 13 wollte, oder nicht den. Ah, das stimmt, weil wir den Volt 21 kommen. Hätte sicher was anderes gesagt, oder? So. Okay. So, also du möchtest jetzt noch das mit dem Benny erledigen, oder wie? Genau. Und wie du dich vom Anfang an sicherlich nicht erinnern kannst, habe ich ja darauf bestanden, dass wir diverse Quest-Objects mitnehmen. Hey, fella, welcome to the Tops Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to hand over any weapons you might be carrying. Okay. Sure, here you go. Smooth and easy. Oh, and a friendly word of advice. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly. You dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make your Tops experience the tops? Goodbye. Und wenn du jetzt hingehst und auf die Tür und auf die Stiege schaust und hingehst, Diese Stiege. Hey, there's the high roller. ja. Hä? Benny sollte doch da runterkommen. Oder steht er schon dahin? Was hast du gemeint mit Items mitnehmen? Wenn wir jetzt mit Swank reden, War das der Manager oder ist das wer anderer, der Swank? ja, das war der Manager. Sehr interessant. Eigentlich hätte er nämlich eine mehr oder weniger Hey, Cutscene baby, what's the spielen haps? sollen, in der How's it Benny hanging? die Stiege runterkommt und wir sehen ihn und wir Ring-a-ding, kriegen baby. einen Haufen Nicht, dass XP. Aber ich glaube, wir haben ja die Quest mehr oder weniger schon Hey, there's the beendet. high roller. Swank ist der zweite hinter dem. Ah ja, wir haben They Went That Way schon hinter uns. Das ist Ring-a-Ding-Ding. Ah ja. Ich sehe doch keinen Swank. Weil er beim Eingang steht, neben den Greeter. Ja, da auch Hinter- jetzt nicht. Swanke Hey die. there, pal. Welcome to the Tops. And what can I do for you today? I think you should know something about Benny. Really? You got something to say about the big boss, huh? Well, why don't you say it to his face instead of yapping at me? Ja, das müsste man sehen. Wir wissen schon, wo er ist. I've got evidence that Benny tried to kill me and stole the platinum chip from me. Whoa, hey now, kid. That's some kind of serious charge you're dropping. You want to be real careful what you say next. Look, I found these cigarette butts at by the grave
he buried me in. Ah. Well, yeah, okay, these are Benny's brand, and they ain't too common. You got anything else? Ah ja, das macht Sinn. Yeah, I found the light in Boulder City. He dropped it when he killed his partners. Yeah, that looks like Benny's lighter, all right. Still, not exactly a ton of proof. Got anything else, kid? Here, take a look at this note I found in Novak. That's pretty shady, yeah. Could be Benny's up to no good. Could be this is somebody else altogether. What else you got? That's it. What do you think? Jesus, kid, I think we got a real problem on our hands. Can't believe Benny's a no-good stinking punk, trying to play house like that. Tell you what, I'll call Benny, keep him away from his suite. You go search the place. Here's the key, it's on the 13th floor. It's a room with the double doors, can't miss it. Maybe you'll find something we can show to Mr. House and get him arrested. Okay, I'll do it. Groovy, here's your stuff back. In case you run into company, you dig. I'll tell the boys to go Ah. on then. Yep. Und jetzt müssen Armed wir and ready. Genau. Na schnell die Laserpistolen zusammenflicken. Jetzt Okay, und jetzt zum Lift. da hinten. Und das die Aufzüge oder war das nur Türen? Das waren nur Türen. Und da hinten ist Benny. Da mit dem. Ja. Das ist nicht der Aufzug, mit dem wir fahren müssen. Wo ist der Aufzug, mit dem wir fahren müssen? Der da. Du hast das genau in dem Moment erhalten, als du dich umgedreht hast. Du musst dich wieder umdrehen. Du warst in der richtigen Richtung, aber Da. nein. Vielleicht ein bisschen Bilddelay. Die Richtung? Genau. Wo ist denn da ein Aufzug? Weiter hinten. Ja, das makes sense. Ah, die Presidential Suit wäre, wenn ich hier irgendwas kriege. Genau, wenn wir einfach so Benny konfrontieren würden, würde er uns in die Presidential Suit reinschicken, seine Gunst nach uns schicken und wird dann einfach abhauen. Die Double Doors, für die wir einen Key haben. Like Swank said. Es war rot, was. They got a Bastelt. key, nobody cares. Sicht, Türen hinter einem zumachen. Tun wir so, als ob wir. Klauen seine sexy Sleepwear. Seine Zigaretten. Ja. Naja, so toll ist die Suit aber auch nicht. Vielleicht ist das sein Problem. Ich glaube, ich suche die falschen Plätze ab, oder? Du arbeitest dich langsam hin, ja. Noch mehr sexy Sleepwear. Wir könnten in einem Bettchen schlafen. There's one door left. Ah. Tada! Ah, da können wir noch was nachher. Ah, der Yes Man. Gut, hier gibt es ja noch den Yes Man zum Talken, oder? Ja. Da sehen wir halt, dass das ist ein Escape Tunnel. Oh. Es war einmal geplant, dass man theoretisch Benny zum Escape Tunnel verfolgen könnte. Mhm. Haben sie aber dann nie gefinisht. Ja. What are you doing here? Good question. My function is to monitor Mr. House's data network and decode his encrypted transmissions. Allow me to introduce myself. I'm a PDQ-88B Securitron, but you can call me Yes Man. Finde ihn super. Ich auch. Yes, man. What kind of name is that? It's what Benny always called me. Probably because I'm programmed to be so helpful. Yeah. A little bit too helpful.
Benny stole a platinum chip from me. Do you know what it is for? Sure. Benny had me look at it a bunch of times. It's a data storage device, kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. Oh That's yeah. just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. An There are two upgrade locations chip. with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there. Ah, ist der Backup-Plan, wenn die anderen nichts mehr sagen. Okay. What is planning to do? He wants to kill Mr. House and use the platinum chip to copy my neurocomputational matrix onto the Lucky 38's mainframe. That should give me control over all Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then I just do what Betty tells me. Easy peasy. You're very forthcoming with that information. I was programmed to be helpful and answer any questions I was asked. I guess nobody bothered to restrict who I answer questions for. That was probably pretty dumb, huh? Super. Also, Yes Man ist einer der besten Teile vom ganzen Spiel. Yeah. If I wanted to take over New Vegas instead of Benny, then I'd have to help you. I mean, it seems pretty obvious Benny wouldn't want me to, but hey, not my fault I can't say no. Details. Wir können jetzt danach Goal fragen. number 1 is to eliminate Mr. House and install my neurocomputational matrix on the Lucky 38's mainframe. Given how you're a new arrival, I also recommend that you get to know some of the region's tribes, so you can decide how you feel about AKA get By allies. the time you finished up all of that, the Legion should be close to attacking Hoover Dam, and we'll execute the last phase of the plan. Ja. How would an accident to Mr. House It makes me happen? feel really dumb to admit this, but I don't actually know. I've never been inside the Lucky 38. No one has. Mr. House is in there, though. It's the central node of his entire network. Das ist das. Ah, da, Geniale an dem Boomers Spiel, Clans, ja. Warum, Initial. Wow, that's amazing. also warum man das so schön speedrunnen kann, ist, du musst literally nur einmal in alle, also einmal kurz Kontakt mit all diesen Fraktionen gehabt haben, um Yes Man zu sagen zu können, so, nein, die interessieren mich nicht, die sind unwichtig. Und wenn man das tut, hat Yes Man darauf sogar ein paar Remarks, wie zum Beispiel, wenn man entscheidet, dass die Brotherhood unwichtig ist, wird er einem sagen, okay, ist zur Kenntnis genommen, aber alle meine Predictions sagen, dass wenn sie am Leben bleiben, machen sie für uns die meisten Probleme. Tja. What do you know about the courier? He was carrying a platinum chip, and I knew right where Benny should wait for him. Ah, also er That's why schuld. Benny put me here. Ja. To monitor Mr. House's data transmissions. They're all encrypted, of course, but I'm quite a decryptor. Did you know that Mr. House spent 812,545 caps hiring salvage teams to find the platinum chip? Just in the last year alone? Of course you didn't. Or that there were 7 couriers, but 6 of them were carrying junk. How about their exact route? And the Ja, aber person den their ersten team Teil was wussten wir at Bescheid. them. I knew all that. Pretty smart, huh? Man lernt an diesem Punkt auch, Mr. House hat viele Vorkehrungen getroffen, dass der Chip tatsächlich zu ihm kommt. Ja. Ja, und wenn nicht ein Insider da gesessen wäre, wäre es auch passiert. I'm the courier. I know that's not true because you still have a head. I'm serious. That's not funny, you getting shot in the head. I really shouldn't have taken so much pride in how I set that up, huh? I feel really bad right now. Oh, where's the platinum Benny chip? carries it with him at all times. I think he's paranoid that someone might want to take it from him. The platinum chip is the key to overriding and exploiting Mr. House's defenses. Did I just say exploiting? That's not a very nice word. Befriending. Yeah. Once you get the platinum I'd take it chip. straight to Mr. House if I were you.
He'll think you're helping him out. Then, when he's not looking, kerpow! The big question is whether to give him the chip before you do him in. He's the one who'll know exactly what to do with it after all. He might upgrade his defensive capabilities right away, or even unlock new ones. But then those defensive upgrades might make it harder for you to finish him off. Hard to say. It's up to you. Let me know when it's done and I'll roll over to the Lucky 38. If I'm right about the chip, I should be able to install myself on House's mainframe. This is gonna be great. I'm gonna help you accomplish so much, whether I want to or not. Uff. Ja, oh, das interessiert mich jetzt noch. Hat er das selber gemacht? Some help. A lady friend of his. She said something about living in a fort over in Freeside. But that's all I remember. Ah, das sind die Followers ihn. Und das. Wir können die Frau sogar treffen. Aber es war nicht die Julie Farkas, oder? Nein, das war Okay. speziell eine. Und die kommt dann wahrscheinlich nochmal auf uns zu, um uns Sachen Sachen zu fragen. Aber jetzt gehen wir wieder zu Swank. Mit dem sagen wir dann, hey, wir haben Yesman gefunden. Der Teppich am Boden ist relativ gut angelegt. In den Suites, meine. Ja. Schicken Benny rauf und haben dann unsere letzte Konfrontation mit Benny. Nice. Ah, das ist ein gutes Ende für die Episode. Ich glaube, ich bin da einfach rein, habe mit ihm in der Suite geredet und habe ihn mit Fäusten zu Tode geprügelt oder so. Möglich. Benny has reprogrammed the Securitron. He's trying to take over the strip. He's what? Ah, jeez. Jeez, this is really bad. What are you gonna do? There's only one solution. I'm going to take him out. Take him out? Jesus. Okay, well, if you think that's the best way to deal with this, I'll send him up to his room. You can ambush him there. And don't worry about the rest of the chairman. I'll keep him from getting involved. You'll still have to watch out for Benny's guards, though. Also wieder dasselbe Elevator, weil wir uns wieder in seinem Raum treffen. Es ist dasselbe Elevator, weil jetzt weg und ist in seiner Suite oben. Also auch ein ordentlicher Pushover, das Swank. Hey guy that I met 10 minutes before, I totally trust you to kill my boss. Wir haben ihm gerade die Evidenz gezeigt, dass Benny plant, den Grund, warum Swank überhaupt in einer Position ist, ein Casino managen zu dürfen. Ja, aber ich meine, seien wir ehrlich, die Evidenz war auf diese Art still anecdotal. Ich meine, ich weiß, es würde das mühsam machen, das zu sein. Was, ich möchte diese Securitron sehen. An dieser Stelle könnte man irgendwas erzählen. Ja. Aber gut, jetzt gerne noch mit ihm. Reden wir noch mit ihm oder ambushen wir ihn gleich? What in the goddamn? You? How could you be? Oh, Swank, you finky bastard. You got a crazy drop on me, baby, but you don't want to kill me. We should be working together. Hand over the platinum chip. Maybe you live. Can't do that, baby. The chip, it's special. But savor this, baby. I can comp you the presidential, best suite in the house. After what you've been through, you deserve a taste of the VIP lifestyle. Give me a moment or two to catch my breath and knock back a few cocktails, and I'll swing by for a meet and greet. I'll clue you in, guaranteed. Every question answered. This can be the start of a beautiful friendship. Hand over the chip or else. Or else what, punk? Or else this? Ich finde das super. Die Leute meinen, sie fangen Firefight an und haben ein Schrotflintenmagazin im Körper, bevor sie aufgestanden sind. Ah, eine Special Weapon. Maria. Ja, Benny's Suit müssen wir jetzt auch mit. Swank-Tastic.
Sollte man ganz überhaupt normal weiter steigern? Finden wir da nicht sicheren Bücheln? Wüsste ich jetzt nicht. Aber ganz würde ich auf jeden Fall weitermachen. Mach mal 94, weil Ja, es ist. das ist dann close enough. Speech würde mal fürs erste passen. Sollte man Lockpick oder Science anheben? Schauen wir, dass wir Lockpick auf 100 kriegen, dass wir dann uns danach auf Science fokussieren. Für the Head. Hobra ist Legs. Macht Alertness. Nicht so wichtig. Useless. Na. Miss Fortune ist lustig. Einfach weil sie tatsächlich was macht, weil ihr Revolver hat Special Effekte, wie zum Beispiel, wenn Gegner Granaten im Inventar haben, sorgt das dafür, dass die explodieren können. Ich weiß trotzdem nicht. Könnte auch was sein. Die Frage ist, ob Finesse nur das effektive Lack raufsetzt oder wirklich ein Bonus ist. Das müssen wir vielleicht noch nachlesen. Seite Powers können tatsächlich was bringen. Was macht nochmal Sneering Imperialist? Sollte direkt tun. Terrifying Presence ist lustig. Aber nehmen wir doch lieber Sneering Imperialist, weil das kommt uns direkt gleich zugute. Deine Entscheidung, so. Heißt, wir können jetzt noch dem Ding sagen, dass wir einen Chip haben, dann wieder sagen, ja, whatever, geh zum Haus. Don't you just love that platinum chip? Buzzes with power and possibilities, doesn't it? If I were you, I'd almost want to deliver the chip to Mr. House, just to learn all its tricks. That is, unless you want to bring the NCR or Caesar's Legion to power. I wouldn't want to tell you what to do. Du wolltest ja den NCA-Part machen am Ende, oder? Genau. Mit den as many extra steps as possible. Das heißt, Yes-Man werden wir also auch nicht brauchen dann. Genau. Ja. Zur nächsten Episode schauen wir dann zu Mr. House. Es wird schon lang. No. Ja, hat man schon ein bisschen Payoff und Möglichkeiten mit dem Zwischenboss. Boss kann man das nicht nennen. Ja. Wird dann auf jeden Fall Benny taken care of yet? Ja. Yes. Guess that makes me the boss. Ah ja. Ring a ding. Who are you? Jetzt können wir fragen. Aber er hat die Macht geputscht und dann. Ja, okay. Also auch da muss man schon. Ah ja. The mighty Kaisar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Any crimes you may have perpetrated against the Legion are hereby forgiven. Kaisar will not extend this mercy a second time. My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. The last time we saw him, he was wearing cosplay. Yes. How you again? How did you find me? I am the greatest of Kaisar's Frumentari. It was not a challenge to find you. Nor is this my first visit to the Strip. What? Why does Caesar want to see me? Go to him, and you will understand. Seek Kaisar by way of Cottonwood Cove, south of Nelson. The Cursor Lucullus will be waiting. Das ist, jetzt sind wir irgendwo am Südufer, oder? Ja. Nee, Cottonwood Cove ist unter. Ja, da ist. Unter. Genau da. Ja, man merkt, da geht's dann ab. Bla bla bla. Alles wurscht. Ja, also jetzt spitzt es sich sozusagen im Midgame zu. Ja, Midgame. Würde ich schon, ich meine, es ist die Frage, wie du das definierst, aber ich meine, Endgame ist das noch lange nicht, wenn man ja kaum was gesehen hat. Ich sehe das schon als Endgame, weil theoretisch musst du jetzt Ja, du könntest schnell ins Endgame gehen.
Ich würde sagen, ich würde das Endgame so sehen. Dem Moment, wo du Entscheidungen machst, die dich einloggen auf eine der Factions. Ah, Das ja. musst du jetzt noch nicht. Du kannst das nächste Quest mit Haus und Caesar machen, ohne Genau. zu deciden. Du könntest einige, glaube ich, noch ein bisschen weiter parallel spinnen, bevor du halt entscheiden musst. Ja. Ah, ich will an dieser Stelle noch sagen, warum verfolgt uns der? Ja, weil er Oh, auch nicht dort wirklich. rausgehen muss. Ja. Ja. Aber die spawnt nicht einfach. Erstaunlich. Weil ich jetzt letztes Mal gesagt habe, Baldur's Gate Natürlich. 3 und Kämpfe sind so viel besser, aber ich habe darüber nachgedacht. Der Punkt ist, bei Baldur's Gate 3, ja, man geht auch mit unglaublich viel Zeug und klumpert rein und am Ende ist es zwischendurch auch eine Materialschlacht, aber ein einzelner Encounter ist in ein paar Runden aus und es geht sehr darum, den in kurzer Zeit abzubiegen und nicht hinter dem Hindernis zu schießen. Die Frage ist, ob man nach 10 oder 100 Schuss oder nach einem und 10 Stimpacks den Kampf fertig gemacht hat. Das sind meistens 3 Runden, wo deine Entscheidungen mattern. Also wen disablest du, wie castest du, verlierst du oder nicht. Also das macht die Fights bei Baldur's Gate 3 viel spannender als hier, wo eigentlich alle Fights drauf rauslaufen. Ist meine Munition und meine Steampacks größer als die Nein. Gegneranzahl braucht? Außer vielleicht im Hardcore-Mode, wo man, also im Survival-Mode, wenn man nicht instylen kann. Da ist vielleicht was anderes, aber hier ist hier ist sehr viel eine Funktion vom Inventar. Ich crucially disagree da zwar, Ist natürlich dein aber Recht. bei was du natürlich Sinn hast, ist, dass es natürlich schon sehr inventarabhängig ist. Aber das Fallout New Vegas zwingt uns nie, hat uns bis jetzt nicht wirklich in Fights reingezwungen. Ja, das kommt dazu und sicher an irgendeiner Stelle gibt es ein paar etwas taktischere Fights, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt nicht so eine Situation von, ich muss jetzt wirklich schauen, mit welcher Waffe ich auf wen schieße, weil sonst gewinne ich den Fight gar nicht. Ja, weil wir die Gegner noch nicht dazu getroffen Ja, haben. vielleicht passiert das auch. Ich meine, ich spreche jetzt hauptsächlich von was wir letztens bei Fallout 3 erlebt haben, wo sie am Ende, ob das ein Enclave Soldier war oder ein Supermutant, war nahezu irrelevant. Ah ja, aber das liegt daran, dass die Fallout 3 das extra so gemacht haben, Ja. um Spieler, die die Main Quest rushen, nicht zu punishen. Ja, ja, vielleicht werden wir hier was anderes sehen, aber bis jetzt waren. Sollten wir, weil mit der normalen Schrotflinte auf Power Armor raufsetzen ist relativ witzlos. Ja, dann passt's Es ja. ist schon sehr empfohlen, dass man zumindest Slug oder EMP Slug verwendet. Ja, dann ist es ein bisschen. Oder die welche von den Sonic Weapons oder welche von den. Es gibt genug Methoden, Oh yeah. weil der beste Weg, wie man das zum Beispiel verhindern kann und dann gegen alles sehr gut ist, wenn man im Melee genau also wenn man für Melee musst du Melee Weapons und Unarmed skillen, dann kannst du den Super Slam Perk und den Piercing Strike Perk nehmen. Mit dem Piercing Strike ignorierst du Damage Threshold vom Gegner. Was heißt, du kannst mit jeder Melee-Waffe durch Power Armor durchschlagen, während du mit dem Super Slam Perk Gegner einfach zu Boden haust. Was dazu führen kann, dass diverse Gegner dann einfach die ganze Zeit am Boden ragdollen und nichts mehr machen können. Oh ja. Die bösen Burschen zu Boden schleudern. Genau. Passt. Na Oder du gut. verwendest einfach eine Kettensäge. Ja. Aber das werden wir dann noch sehen. Vielleicht revidiere ich am Ende meine Meinung ein bisschen, aber ich bin ja gerade immer noch Baldur's Gate 3 mitten. Aber ja, über die Zeit, das ist auch ein bisschen der Vergleiche hinten natürlich. Aber Dafür muss ich aber ehrlich zugeben, hält sich Fallout New Vegas immer noch sehr gut. ja, es hält sich viel besser als Fallout 3. Also auf jeden Fall. Und natürlich viel besser als diverse Ja. neue. Ja. Allein weil der Strip, ja, abgesehen davon, aber allein dieser Strip hier hat ja mehr Leben als irgendwie ganz Fallout 3 hat. Allein eben siehe dieses, was wir schon mehrfach gesagt haben, das Grundgefühl von, da sitzen ein paar Leute, ich weiß nicht, 200 Jahre auf den Händen im Capital Wasteland
Und hier merkt man, da hast du einen Plan, das hast du verschiedene Fraktionen, die interagieren und nicht einfach Leute, die darauf warten. Mal nachschauen, welches Jahr nochmal ist. 81. Und Haus hat 74 reaktiviert. Ja. Und innerhalb von 7 Jahren haben Ja. mehr gemacht, als im Capital Wasteland innerhalb von 200 passiert ist. Genau. Also hier merkt man, hier agieren Leute und im Capital Wasteland reagieren bis auf Technically bis auf den Vater und den Enclave-Robo-Präsidenten reagieren alle Leute. Fallout 4 wird ja noch viel schlimmer werden. Da fangen wir gar nicht erst an, aber das werden wir dann noch durchleiden müssen. Ne? Aber dafür ist die Grafik ein bisschen schöner. Vor allem, ich möchte unbedingt die Reihenfolge so machen von den DLCs. Wir werden jetzt Honest Hearts machen, da werden wir einen Haufen billige XP kriegen, weil das ist nicht was. Da muss ich dich dummerweise dann ein bisschen durch die Dungeons durchjagen, weil das DLC hat genau 2 Storylines, die man verfolgen kann, und einer von denen ist optional und nur über Terminus findbar. Es ist ja auch ein DLC. Genau, es ist relativ cool und am Ende gibt es eine interessante Rüstung. Dann würde ich gerne Old World Blues machen, einfach weil man da... Ah fuck, wir müssen gamblen. Ich wollte ja alle Upgrades. Wenn wir dann vielleicht nächste Aufzeichnung in Angriff nehmen und ja. Die DLCs wären ja dann auch cool, weil ich habe Fallout New Vegas eben nur nach dem Release gespielt und habe nie DLCs angegriffen. Das Spiel ist damals zu meiner Diplomprüfung im Diplomstudium rausgekommen und ich musste deshalb Wochen warten, bis ich spielen konnte. Ne? Fürchterlich, ja. Okay, egal. Fallout 4 ist dann zu meiner Dissertation rausgekommen. Warum ist zu meiner Habilitation kein Fallout rausgekommen? Ich muss mit Bethesda schimpfen. Solche faulen Säcke. Gut. Na gut. Genau. Du wirst Dead Money einfach hassen. Was werden wir da sehen? Wenn ich leide, dann nur zu eurem Vergnügen. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Danke fürs Zuschauen und bis bald, wenn es wieder heißt Professor plays Fallout New Vegas. Good fight, good night.